Jeder, der auswandert, beschäftigt sich mit der Abmeldung beim Einwohnermeldeamt. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, warum diese Abmeldung vielleicht weniger wichtig ist, als du denkst. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, dann lade ich dich herzlich zu unseren Veranstaltungen und Reisen ein. Wir veranstalten regelmäßig intensive Seminare rund um das Thema Auswandern in verschiedene Länder. Dort geht es dann um steuerliche und rechtliche Fragen. Zum einen natürlich dann die ausländischen Steuern, aber natürlich auch Themen wie die deutsche Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Wenn du dich also einmal intensiv mit diesem Thema beschäftigen willst, wenn du einmal deine Fragen klären willst, die du dazu hast, und natürlich auch Gleichgesinnte kennenlernen willst und in sehr angeregter, intensiver Atmosphäre dich zu diesen Themen austauschen willst, dann komm zu unseren Seminaren. Details dazu auf unserer Webseite. Wir machen zum Beispiel Veranstaltungen zum Thema Auswandern in die Schweiz, Auswandern nach Serbien, Auswandern nach Georgien, Auswandern nach Sansibar, Auswandern in die USA, Auswandern nach Irland, Auswandern nach Dubai, Auswandern in die Philippinen und so weiter und so weiter. Also schaust dir an, wenn du dich mit dem Thema Steueroptimierung durch Auswanderung auseinandersetzt, dann ist das genau das, was du brauchst, um dich zu informieren und dich professionell vorzubereiten. Nun aber zum Thema Abmeldung. Ich war vor kurzem in Zürich bei unserem Seminar und dort reden wir, wie gesagt, natürlich sehr intensiv über die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland. Und immer wieder erkenne ich, dass das Thema Abmeldung doch bei sehr vielen Teilnehmern zu extrem großer Konfusion sorgt. Und das liegt natürlich daran, weil wir hier einer Gehirnwäsche unterzogen worden sind. Die polizeiliche Anmeldung in Deutschland, das Meldegesetz, ebenso natürlich wie die Ausweispflicht, das sind totalitäre Kontrollmaßnahmen, die durch die Nazis in Deutschland eingeführt wurden. In Ländern, die wirklich demokratisch sind, gibt es kein Meldewesen und natürlich auch keine Ausweispflicht. Denk zum Beispiel an die USA, an Großbritannien, Irland, Malta. Nur um ein paar Beispiele zu sagen, in all diesen Ländern gibt es kein Meldewesen. Dort meldet man sich also nicht an und es gibt eben auch keine Ausweispflicht. Denn wenn du es dir einmal genau überlegst, dann solltest du dich schon fragen, warum hat eigentlich der Staat ein Recht zu wissen, wo ich lebe? Das geht den Staat doch eigentlich überhaupt nichts an. Oder wenn wir über das Thema Ausweis sprechen, wieso soll ein Polizist das Recht haben, ohne dass ich irgendwas getan habe, ohne dass ich eine Straftat begangen habe, ohne dass ich in einen Unfall verwickelt bin? Warum soll ein Polizist mich einfach auf der Straße anhalten können und sagen können, zeig mir mal deinen Ausweis? Wie gesagt, das sind Nazi-Methoden. Der Staat will wissen, wo die Bürger wohnen, damit sie bei Morgengrauen eine Hausdurchsuchung durchführen können, weil der Bürger zum Beispiel einen Politiker in den sozialen Medien beleidigt hat. Das ist der Grund, warum es das Meldewesen gibt. Diese Maßnahmen dienen zur Einschüchterung der Bürger. Das sind keine Methoden, wie ein demokratischer Staat freie Bürger behandelt. So, das ist jetzt so wichtig für deinen Hintergrund. Wir sind deswegen in Deutschland diese Gehirnwäsche unterzogen worden, dass die Anmeldung und die Abmeldung so extrem wichtig ist. In ganz vielen Beratungsgesprächen muss ich die Leute deswegen immer umimpfen, sozusagen. Muss ihnen immer sagen, naja, die Abmeldung ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie du denkst. Die Leute denken immer, wenn ich die Abmeldung gemacht habe, dann bin ich mehr oder weniger schon aus Deutschland weg, dann bin ich schon aus dem Gröbsten raus, und das ist überhaupt nicht so. Die Abmeldung ist steuerlich komplett irrelevant. Die Abmeldung ist auch für die Krankenversicherungspflicht irrelevant. Die Abmeldung ist auch für die Schulpflicht irrelevant. Auch die Frage, was mit deinem Pass und deinem Ausweis geschieht, auch das ist komplett irrelevant, wenn es um das Thema Auswandern geht. Und diese paar Punkte will ich dir einmal in diesem Video näher erläutern. Und am Ende werde ich dann darauf eingehen, warum natürlich die Abmeldung trotzdem etwas ist, was du tun solltest, auf jeden Fall, wenn du auswanderst, selbstverständlich. Und es ist sicherlich der Weg des geringsten Widerstandes und es ist sicherlich der einfachste Weg, aber du kannst es relaxed machen, du kannst es entspannt machen, auch wenn du es aus irgendeinem Grund es nicht schaffst, dich zum Zeitpunkt deiner Auswanderung abzumelden, dann ist das ehrlich gesagt komplett irrelevant und ändert nichts an der Rechtskräftigkeit deiner Auswanderung. Da will ich eigentlich drauf hinaus. Aber kommen wir zunächst mal zu den Punkten, die ich gerade eben genannt habe. Also, erster Punkt. Aus steuerlicher Sicht ist die Abmeldung komplett irrelevant. Aus steuerlicher Sicht entscheidet, ob du einen Wohnsitz in Deutschland hast oder nicht oder ob Deutschland der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Ob du jetzt beim Einwohnermeldeamt abgemeldet bist oder nicht, ist komplett egal. Wenn dir in Deutschland eine Wohnung zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung steht, egal ob die dir gehört, egal ob du die gemietet hast, egal ob du in Deutschland angemeldet bist oder abgemeldet bist, dann bist du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Die Abmeldung ändert daran überhaupt gar nichts. Also, steuertechnisch gesehen ist die Abmeldung komplett egal. Natürlich ist es ein Indiz für das Finanzamt, dass du tatsächlich Deutschland verlassen hast, dass du tatsächlich deinen Wohnsitz aufgegeben hast. Natürlich ist dafür die Abmeldung sinnvoll, aber wie gesagt, sie ist nur ein Indiz.
Sie alleine hat steuerlich null Konsequenzen. Kommen wir zum Thema Krankenversicherung. Auch für das Thema Krankenversicherung bzw. Beendigung deiner Krankenversicherungspflicht in Deutschland ist die Abmeldung komplett irrelevant. Wichtig ist dafür die Tatsache, ob du dich in Deutschland aufhältst oder nicht. Also ein anderes Kriterium übrigens als die Steuerpflicht möglicherweise. Dort ist ja das Vorhandensein eines Wohnsitzes relevant. Für die Krankenversicherungspflicht ist entscheidend, ob Deutschland der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist oder nicht. Mit deiner Ausreise ins Ausland endet die Krankenversicherungspflicht in Deutschland, selbst wenn du noch angemeldet bist. Wenn du einmal logisch denkst, dann muss es ja so sein, denn manche Deutsche behalten ja ihren Wohnsitz in Deutschland, auch wenn das steuerlich nicht intelligent ist. Manche behalten ihren Wohnsitz in Deutschland, auch wenn sie sich da nicht mehr aufhalten. Sie bleiben also dann weiterhin gemeldet. Selbst wenn du eine Ferienwohnung in Deutschland hast, musst du ja in Deutschland gemeldet sein. Also kann ja die Krankenversicherungspflicht nicht an der Meldepflicht hängen, sondern die Krankenversicherungspflicht ist an den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes gebunden. Wenn dieser in Deutschland ist, dann bist du in Deutschland krankenversicherungspflichtig. Auch hier gilt, was ich für das Finanzamt gesagt habe. Natürlich ist es am einfachsten, bei der Krankenversicherung zu kündigen, wenn du die Abmeldebestätigung hast. Aber selbst wenn du sie nicht hast, kannst du selbstverständlich die Krankenversicherung kündigen. Du musst eben zeigen, dass du Deutschland verlassen hast, dass du nicht mehr in Deutschland wohnst. Genau das Gleiche übrigens gilt für die Schulpflicht auch, wobei hier muss man berechtigterweise sagen, dass manche Bundesländer eine fehlende Abmeldung schon als relativ kritisch sehen. Rein rechtlich gesehen ist die Anmeldung alleine kein Grund, warum eine Schulpflicht in Deutschland ausgelöst wird. Auch wenn es unterschiedliche Regelungen bei den Bundesländern gilt, auch hier gilt der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes, wo sich das schulpflichtige Kind in der Regel aufhält. Auch das ist ja völlig logisch, denn ein Kind kann ja zum Beispiel im Internat sein. Dann bleibt es ja in Deutschland angemeldet. Die Eltern bleiben weiterhin in Deutschland angemeldet, aber das Kind lebt nicht mehr in Deutschland, es lebt jetzt im Ausland. Ich kann das Kind übrigens auch zur Tante, zur Oma in die USA schicken und dort homeschoolen lassen. Auch das geht. Ich muss also dem deutschen Staat nicht mal nachweisen, dass das Kind tatsächlich in die Schule geht. Ich muss nur nachweisen, dass es nicht mehr in Deutschland ist und damit nicht mehr unter die deutsche Jurisdiktion fällt. Auch hier gilt selbstverständlich, was ich bei den anderen Fällen genannt habe. Natürlich ist es am einfachsten, wenn die Abmeldebestätigung vorliegt. Denkt nochmal an die Behördenlogik, denkt nochmal an die Gehirnwäsche. Natürlich hilft es dem Beamten, der ja ebenfalls einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, der ja noch viel mehr Jünger des Systems ist als möglicherweise du. Und natürlich hilft es ihm, wenn du dich systemkonform verhältst, wenn du eine Abmeldebestätigung vorlegst. Das ist natürlich das Einfachste. Aber das heißt nicht, dass wenn keine Abmeldebestätigung vorliegt, dass dann notwendigerweise die Schulpflicht vorliegt. Vielleicht brauchst du dann einen Anwalt, der hier entsprechend nachhilft. Und das ist natürlich schon ziemlich schlimm, dass das überhaupt dann notwendig ist. Aber es gibt hier keinen gesetzlich definierten Zusammenhang. So, und der letzte Punkt ist Personalausweis und Reisepass. Hier geraten dann auch sehr viele Mandanten in Panik und sagen, ich muss ja unbedingt mit dem Reisepass, mit dem Personalausweis zum Einwohnermeldeamt gehen. Dann kleben die da einen Aufkleber drauf und dann steht da drauf, dass kein Wohnsitz mehr in Deutschland vorhanden ist. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich irgendwelche Probleme. Auch das ist völlig komplett irrelevant. Die Ausweise kannst du überall verwenden. Ob da die deutsche Adresse noch drinsteht oder nicht, ist komplett egal. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung, dass dein Ausweis deinen Reisepass aktualisieren muss. Du musst auch nicht zur Botschaft im Ausland gehen und dann hier entsprechend die ausländische Adresse nachweisen lassen. Das kannst du vielleicht machen, wenn du möchtest, aber es ist absolut nicht erforderlich. Deswegen, du kannst zum Beispiel in vielen Gemeinden dich ja heute auch per E-Mail abmelden. Das kannst du einfach machen. Und dann steht halt weiterhin die deutsche Adresse in deinem Personalausweis drin. Aber wie gesagt, auch wenn du aus irgendeinem Grund es schaffst, dich nicht abzumelden, dann ist ja dein Pass und dein Personalausweis weiter gültig. Wenn du im Ausland wohnst, tatsächlich, wenn du ausgewandert bist, dann ist die deutsche Botschaft in deinem Wohnsitzland für dich verantwortlich. Wenn du also deinen deutschen Reisepass oder deinen deutschen Personalausweis verlängern willst, dann musst du in diese Botschaft gehen und es dort machen. Dort brauchst du dann tatsächlich die Abmeldebestätigung, ja, zumindest beim ersten Mal. Wenn dann dein Pass, wenn dein Ausweis dann einmal im Ausland erstellt wurde, musst du die Abmeldebestätigung nicht mehr bringen. Jetzt gibt's ja den neuen digitalen Prozess zur Beantragung von Ausweisdokumenten im Ausland. Da ist dann kein Botschaftsbesuch mehr notwendig. Das kannst du alles online machen. Auch dort brauchst du keine Abmeldebestätigung, aber da musst du natürlich im System gespeichert sein, dass du aus Deutschland abgemeldet bist. Aber auch wenn du keine Abmeldebestätigung hast, ist das natürlich kein Problem, denn du kannst ja jederzeit nach Deutschland reisen, du kannst in jede Gemeinde gehen, du kannst zu jedem Einwohnermeldeamt in Deutschland gehen, wirklich zu jedem und kannst dort deinen Reisepass und deinen Personalausweis neu beantragen, auch wenn du im Ausland wohnst. Dafür musst du nicht in Deutschland sein, dafür musst du nicht bei dieser Gemeinde gemeldet sein. Um Gottes Willen, melde dich dort nicht an, deswegen bitte, ja. Das kannst du auch als jemand tun, der im Ausland wohnt. Aber auch hier natürlich das Einfachste ist es, abgemeldet zu sein.
deine Abmeldebestätigung zu haben. Alles, was das Thema Abmeldung anbelangt, dort solltest du keine Panik schieben. Natürlich ist die Abmeldung wichtig. Natürlich musst du dich auch abmelden, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst. Natürlich ist das ratsam, aber wenn das aus irgendeinem Grund bei dir nicht pünktlich passieren kann, und das passiert immer wieder bei Mandanten, weil sie es einfach nicht schaffen. Wir haben zum Teil Mandanten, die leben jahrelang im Ausland und haben es einfach vergessen, sich in Deutschland abzumelden oder kriegen es einfach nicht auf die Reihe. All das ist nicht das Ende der Welt und hat normalerweise keine schwerwiegenden Konsequenzen. Dennoch natürlich eine gute Idee, das mit der Abmeldung zu machen. In diesem Sinne, wenn auch du über das Thema Auswandern nachdenkst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich bin vor 25 Jahren aus Deutschland ausgewandert, lebe seit 25 Jahren außerhalb der EU. Ich habe es an keinem Tag bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Wir unterstützen Mandanten seit 20 Jahren dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, auszuwandern, Vermögen im Ausland aufzubauen, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten und natürlich auch Aufenthaltsbedingungen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.